Ja, ist natürlich eine Situation, die man so noch nicht hatte. Aber ich meine, nichtsdestotrotz, es ändert nichts daran, dass du dann weiter trainierst. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Es geht morgen gegen Mainz 05. Mit ein wenig Verspätung. Das Spiel ist ja verschoben worden. Deshalb sind wir quasi Zauberer in der Bundesliga. Der 25. Spieltag kommt nach dem 26. Einfach fantastisch. Und heute zu Gast bei mir Marius Wolf. Da freue ich mich sehr drüber. Marius, hallo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und die erste Frage geht natürlich an dich. Was macht der Nacken? Beim Spiel gegen Bielefeld bist du ausgewechselt worden. Wir haben uns alle Sorgen gemacht. Kannst du uns wieder beruhigen? Ja, also heute ist schon besser. War ein bisschen steif oder ist immer noch steif, aber wurde schon gut gearbeitet und ich denke, am Mittwoch klappt es auf jeden Fall. Marius, es war ein hartes Stück Arbeit gegen Arminia Bielefeld. 90 Minuten, es war ein bisschen zäh über die gesamte Spielzeit. Am Ende 1:0 gewonnen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und du bist einer der Glücklichsten gewesen auf dem Feld. Ja, es war kein einfaches Spiel, das ist klar. Ich denke, wir hatten auch nicht das Personal, was man normal kennt. Vor allen Dingen auch in der Abwehr, eine Abwehr, die so noch nie zusammen gespielt hat. Aber ich sage trotzdem, wir haben es trotzdem gut gemacht. Wir haben zu 0 gespielt, was auch wichtig war. Und man sagt immer Arbeitssieg, Arbeitssieg. Aber im Endeffekt ist es das Wichtige, dass du auch solche Spiele gewinnst. Und das haben wir gemacht. Mit einem Tor von Marius Wolf, was wir uns natürlich jetzt nochmal anschauen werden. This is Bellingham. As he picks out a beautiful pass for Hazard. Back across and Wolf arrives. It's 1-0. A brilliantly played goal there. And the Schwarzgelben do have the lead right on 20 minutes. Well, he couldn't really miss. Slotted it nicely past Ortega. Wolf holding the run well. Ja, das war ein schöner Spielzug, abgeschlossen mit einem Tor, 1:0. Man hat die Erleichterung im Stadion gespürt. Wart ihr insgesamt zufrieden mit eurer Leistung? So wie wir gespielt haben, denke ich, war das nicht vorherzusehen. Aber ich denke, wir haben es trotzdem gut gemacht. Wir haben zu 0 gespielt, hatten noch die eine oder andere Chance auch auf ein höheres Ergebnis, wo wir vielleicht dann machen müssen. Aber im Endeffekt haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und am Mittwoch geht's weiter. Kommen wir zum morgigen Gegner. Es geht gegen Mainz 05. Das Spiel hätte ja vor 1,5 Wochen schon stattfinden sollen. Ihr seid auch ein bisschen von der Absage überrascht worden. Bringt das einen total aus dem Rhythmus, wenn man so einen Tag vor Spiel oder vor dem Spiel mitgeteilt bekommt, das wird nichts? Ja, ist natürlich eine Situation, die man so noch nicht hatte. Aber ich meine, nichtsdestotrotz, es ändert nichts daran, dass du dann weiter trainierst, dass du einfach aufs nächste Spiel wartest. Und morgen haben wir einfach die Chance, gegen Mainz zu gewinnen. Und das wollen wir auch machen. Motivation müsste ja genug da sein. Ich denke, mit einem Sieg kann man den zweiten Platz wirklich festigen. Absolut. Das ist auch unser Ziel, einfach die Saison bestmöglich fertig zu spielen. Und das heißt, jedes Spiel zu gewinnen. Und das, denke ich, will jeder bei uns. Das versuchen wir auch auszustrahlen, versuchen wir zu zeigen. Und ja, wie gesagt, gegen Mainz ist die nächste Chance. Jetzt werden die Mainzer ja wahrscheinlich ein bisschen ersatzgeschwächt antreten. Wie wollt ihr die Aufgabe angehen? Besteht da nicht so ein bisschen die Gefahr des Unterschätzens? Nein, ich denke nicht. Das war dasselbe Spiel wie gegen Bielefeld, hätte man die Frage auch stellen können. Ich denke, bei uns unterschätzt keiner irgendjemand. Wir wollen einfach unsere Leistung auf den Platz bringen, unser Spiel durchbringen und am Ende gewinnen. 3 Punkte, bringt ja 3 Punkte mit. So ist es. Sprechen wir jetzt mal über ein ganz anderes Thema, Marius. Mode. Mal sieht man dich im schicken Anzug, dann sieht man dich im lässigen T-Shirt. Du bist sehr modebewusst. Woher kommt das, dass du, ich sehe es gerade wieder, Wert darauf legst, gut angezogen zu sein? Woher es kommt, kann ich dir gar nicht sagen. Es kam von alleine, sage ich mal. Ich mag das einfach, mich gut anzuziehen.
Ich meine, ich entscheide für mich, dass es gut ist, andere sagen vielleicht was anderes. Aber, ja, das ist aber im Leben immer so, Marius. Genau. Nee, einfach eben dieses Gefühl, gut aus dem Haus zu gehen, ja, für sich selber was Gutes tun und das macht mir Spaß. Wie man sieht, sind Erdfarben in, sehe ich gerade. Ja. Da kann ich mich ein bisschen dran orientieren. So, wir sind im Endspurt zur Abstimmung von unserem Trikot-Design. Bis zum 18. März können wir noch abstimmen. Es gibt 09 Finalistinnen. Ich glaube, dir sind die 09 Trikots gezeigt worden. Gibt es Favoriten, wo du sagst, wow, das finde ich sehr, sehr schön? Ja, ich habe zwei Favoriten, sage ich sogar. Das eine ist einmal, wo man das Stadion so leicht sieht. Das ist cool, das muss ich auch sagen, ja. Und das andere ist ziemlich einfach gehalten mit dem Stadtwappen in der Mitte, glaube ich, mit dem schwarzen Strich und den rot-weißen Strichen noch. Das sind so meine zwei Favoriten, für die ich stimmen würde. Ich bin wirklich mal gespannt, wer am Ende das Rennen machen wird, weil es sind irgendwie alles tolle Vorschläge. Es waren ja über 15.000, das ist der Hammer, ne? Ja, ist auch schwer, dann 9 Stück rauszufinden, ne? Und dann stimmt. 1. Und dann am Ende 1. Aber der das Rennen macht, der kann auch stolz sein. Absolut. So, jetzt, bevor ich dich entlasse, bitte ich dich noch ein paar Sätze zu vervollständigen. Bist du bereit, lieber Marius? Ich bin bereit. Nach einem harten Training ist das Erste, was ich zu Hause mache, Kanne Bier auf. Später mal. Das kommt mal nach dem Spiel. Ja, genau. Nach dem Training bin ich zu Hause, wenn ich zu Hause bin, ja, erstmal auf der Couch, denke ich, runterkommen und dann schauen, was der Abend noch so bringt. Mein fußballerisches Idol in der Jugend war? Cristiano Ronaldo. Mein Lieblingskleidungsstück in meinem Schrank ist? Viele. Ich denke mal der Anzug. Der Smoking, den ich mir eigentlich jetzt für Silvester machen lassen habe, aber den ich nicht verwenden konnte, wegen Corona. Das ist doof. Dann wird er nächstes Jahr getragen. Also der kommt auf jeden Fall zum Einsatz. Ja, bei dir ist ja gegeben, dass du im nächsten Jahr den Anzug noch tragen kannst. Bei dem einen oder anderen Jahr nicht mehr, da gehöre ich auch zu. Mit meiner französischen Bulldogge unternehme ich besonders gern? Also wenn sie bei mir ist, die ist leider bei meinen Eltern wegen der Zeit, aber wenn meine Eltern sie mitbringen, wenn sie mich besuchen, dann schon gehen wir spazieren und dann nehme ich sie schon gerne mit. Den BVB-Fans, die sich das Spiel gegen Mainz angucken, möchte ich sagen, dass wir 100% geben werden, Einsatz zeigen, Leidenschaft, Wille und versuchen, ja, die Jungs und die Mädels, die sich das Spiel anschauen, mitzureißen. Sehr schön, alles klar. Marius, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Jetzt kannst du den Jogger wieder anziehen. Jetzt kann ich Kommt mir nur nicht ohne Dreier nach Hause. Versprochen? Nein, versprochen. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss, macht's gut. Danke Nobby und ciao. Marius Wolf.